Okay, meine lieben Freunde der Leichner TV, dann wieder willkommen zurück auf dem Kanal Computersachen und heute gibt es natürlich wieder ein delikates Thema. Ein Thema, das jetzt momentan vielleicht noch nicht so groß an der Glocke hängt, aber bestimmt für viele noch interessant werden wird. Und das sind PostgreSQL Datenbanken. Und zwar gibt es jetzt eine neue Falle unter Windows Docker für Desktop bzw. unter Windows WSL, Windows Subsystem für Linux, besonders in der Version 2.0. Alles was neu ist, ist schön, alles was neu ist toll und alles was neu ist, das zickt und bockt und es wird immer schlimmer in der IT, man muss es einfach so sagen, aber macht nichts. Der Gag an der ganzen Sache, ich habe einfach ganz normal gedacht, irgendwie, ich bin darüber gestolpert, meine SQL 14er von Postgre ist nicht mehr ganz aktuell und empfohlen wird die 16er. Da habe ich mir gedacht, machst du mal schnell ein Update, hast es vom Tisch, musst es nicht machen, wenn du es machen musst. Lange Rede, kurzer Sinn, also normalerweise würde man jetzt dann, hier schnell hier rüber, in seinen Projektordner reingehen, würde hier sein WSL-Terminal aufrufen, würde dann hier seine SQL-Dump machen, seine Datensicherung, weil ein PostgreSQL-Datenbank Major-Update kann man nicht direkt machen, kann man schon, wird aber davon abgeraten. Ich habe es selber auch noch nie versucht. Normal macht man SQL-Dump, bearbeitet seine Docker Compose, ändert das Image ab auf die 16er Version, fährt die Kiste hoch und spielt seine SQL-Sicherung wieder ein. Soweit in der Theorie toll. Ist auch anerkannte Praxis bis jetzt immer gewesen. Hat auch immer super funktioniert, hat es nie Ärger gegeben. Doch jetzt gibt es wieder etwas Neues. Und zwar, ihr startet eure neue Datenbankversion mit der Version 16. Wir haben hier Image. Da haben wir unsere Datenbank hier. Und das Lichtchen hier geht an, aus. Also das Running-Lichtchen geht an, Running, aus, Running, aus, Running, aus. Genau in dieser Geschwindigkeit. Das heißt, PostgreSQL versucht nicht einmal zu initiieren. Da brauche ich nicht mal einen Debugger für. Das kriege ich auch so hin. Der startet die Datenbank, puff, fliegt raus. Und startet die Datenbank wieder, puff, fliegt raus. Der kriegt die Datenbank nicht einmal hoch. Gut, 3 Stunden lang KI gequält, ich habe es nicht hingekriegt, habe ich die KI rangezogen, 3 Stunden habe ich sie hergetrichtert. Habe ich keine brauchbare Lösung gekriegt. Alle möglichen Vorschläge, Berechtigungen zu setzen, Gruppenzuweisungen, User-ID-Zuweisungen, Group-ID-Zuweisungen, alles rauf und runter exerziert. Nein, will er nicht. Die Änderungen konnte man auch alle eingeben. Mein WSL-Terminal hier hat das auch alles schön brav gefressen. Ne? Das ist kein Ding. Er hat es auch alles schön brav genommen. Aber hier, die eigentlichen Änderungen im Dateisystem sind nicht erfolgt. Das heißt, ich habe die Datenbank nicht hochgekriegt. Gut, insgesamt war ich dann 2 Stunden, habe ich selber versucht, 3 Stunden mit KI, waren es 5 Stunden. Dann habe ich mir gedacht, habe mich gerne, habe meine Docker Compose bearbeitet, habe das Image von meiner 14er Version wieder reingesetzt. Denke ich mir, da muss laufen. Fahre meinen Container hoch und habe genau dasselbe Problem. Die Image Postgres Datenbank hier unten an, aus, an, aus, an, aus. Kriegst du nicht ans Laufen. So, jetzt muss man ein bisschen den ganzen Schabernack dahinter ein bisschen verstehen. Gehen wir da mal zurück auf unseren Safari. Gehen wir mal von der Praxis aus. Viele starten ihren Container direkt aus. Also es gibt auch andere Möglichkeiten, aber beschränken wir uns mal auf die Hauptdinge. Wir starten unsere Container aus WSL heraus, aus Windows CMD heraus oder aus der PowerShell heraus. Und jetzt kommt das Gemeine. Wir erwarten ein identisches Verhalten. Das würdest du ja als normal logisch denkender Mensch voraussetzen. Das habe ich auch teilweise so ein bisschen im Kopf. Ich weiß, dass es da ein paar Unterschiede gibt. Hätte aber nie gedacht, dass sie sich mal so äußern könnten. Lange Rede, kurzer Sinn. Technisch gesehen ist das aber nicht dasselbe. Unter Docker Desktop laufen Linux-Container immer intern in einer Linux VM Maschine, also eine VM, eine virtuelle Maschine. PostgreSQL erwartet daher diese Voraussetzungen. Echtes Host-IX Dateirechte, chmod, chown, Linux User ID und Group ID und korrektes Filesystemverhalten.
Jetzt wird es interessant. Wenn man Docker aus einem Windows WSL Terminal heraus startet und die Dateien innerhalb des Linux-Dateisystems liegen, also innerhalb des Linux-Dateisystems, das ist jetzt bei WSL so ein bisschen... es schaut auf der einen Seite schaut es für dich jetzt als Anwender so aus, wenn du nicht so in der Materie drinsteckst, als wenn das alles das Gleiche ist. Nein, das ist es eben nicht. Wenn du Dateien auf einen extern 4 laufen haben willst, wo das auch funktioniert, wo du jetzt das ganze Theater nicht hast, dann ziehst du das einfach unter Home Users und dann dein Benutzername hier oben. Ne? Dann arbeitest du auf einem extern 4, steht auch nochmal dabei. Alle Linux-Dateirechte funktionieren wie erwartet. Das ist also deine eine Möglichkeit, die du hast, um das Datenbankproblem dann zu beheben. Du ziehst quasi die Datenbank komplett rüber und änderst deine Docker Compose entsprechend ab. Sobald die Daten aber auf einem Windows-Laufwerk liegen, sprich MNT, wie wir das zum Beispiel jetzt, gehen wir nochmal schnell rüber, hast du ja auch hier stehen, schön, ne? MNT, ja, da steht's. MNT, D, Visual Edit, ne? Und dann Image. Dann bin ich auf ein Windows-Laufwerk-Dateisystem. Und damit ändert sich alles. Diese Mounts sind kein echtes Linux-Dateisystem. WSL benutzt hier eine Übersetzungsschicht dazwischen, die dann zwischen NTFS, Windows, ACLS und Linux Permissions fungiert. Das funktioniert soweit für viele Anwendungen und kleine Datenbanken witzigerweise ohne Probleme. Zum Beispiel Home Assistent der läuft auch auf dem System. So viel zum Thema Schulung, aber ist egal. Da funktioniert es einfach, da ist das nicht relevant. Aber sobald du mit Postgres jetzt den neuen Datenbankversionen und den neuen Sicherheitsrichtlinien von Postgres SQL arbeiten musst, hast du einfach die definitiv feststehende Aussage der Programmierer: Bevor es unsicher läuft, läuft es gar nicht. Warum ist das Ganze so schwierig? Datenbanken sind extrem empfindlich und hier sind eigentlich deine Knackpunkte, wo die Probleme liegen. Ownership, Dateirechte, FileSync, also F-Sync, Inode-Verhalten und Logging. Genau deshalb laufen viele PostgreSQL-Versionen monatelang scheinbar stabil, bis ein Upgrade kommt. Ne? Upgrade war ja auch hier der Genickbrecher. Nur habe ich es halt selber ausgelöst. Das kam nicht über Watchtower automatisch eingespült, weil da macht er keinen Major-Updates. Das habe ich gesperrt. Der kann nur die laufende Version 14 updaten. 16 muss man dann manuell machen. Das kann ich auch wärmstens nur jedem empfehlen, dass niemals Datenbanken automatisch updaten von Watchtower oder sowas. Ist nicht gut. Da muss die Version wirklich festgelegt sein. Typischer Fall, bleibe ich jetzt einfach mal bei mir, bei dem Image, mit dem ich es versucht habe. PostgreSQL 14 läuft, Upgrade PostgreSQL 16 und plötzlich kommen die Fehler: chmod operation not permit, initdb cloud not change permission. Warum ist das so? Habe ich vorhin schon erklärt. Neue PostgreSQL-Versionen prüfen Rechte deutlich strenger und führen aggressivere CA-OWN und CA-Mod-Operationen aus. NTFS über WSL kann diese Linux-Operationen nicht vollständig abbilden. Und deshalb klatscht es uns an der Stelle einfach raus. Das kannst du auch in 2 anderen Punkten, die Gleiches, Ähnliches formuliert haben, weiter oben nochmal nachlesen. Es dreht sich immer wieder ums Dateisystem-Handling. Wie werden die Datenbankdateien intern von Docker, Windows und WSL gemanagt? Und das muss irgendwie passen. Wenn das nicht passt, fährt dir die Kiste nicht mehr hoch. In meinem Fall war es jetzt dann so, ich war natürlich nach 5 Stunden insgesamt dann etwas angepisst. Da habe ich mir gedacht, die könnten mich alle gern haben, habe meine Docker Compose YML, also die YAML, bearbeitet, habe die zurückgestellt auf die 14er Datenbankversion und habe mein Docker Compose ab-d gemacht. Was passiert? Meine Datenbank hier in Michi, das Lämpchen an, aus, an, aus. Du stehst davor und verstehst die Welt nicht mehr, weil du das einfach nicht verstehst, was jetzt da gerade passiert. Du denkst dir, ich habe ein Upgrade gemacht. So. Ich, Oberkönig, selbst ernannt natürlich, klar, ne? So wie bei Napoleon auch. Habe mir gedacht, du kannst mich gern haben, habe ja meine Datensicherung, also mein komplettes Image von meiner Partition.
habe mein Michig-Zweig rausgesucht, habe den komplett wiederherstellen lassen, Docker Compose ab. Was macht die Datenbank? Startet, beendet, startet, beendet, startet, beendet. Denke ich mir, wieso? Ich habe mir echt überlegt, wieso kann ich kein Downgrade mehr machen? Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Wie kriege ich es hin, dass mir die Datenbank aber wieder startet? Sie hat ja mal funktioniert. Also die Wiederherstellung aus dem Partitionsimage ist 1:1. Das muss laufen. Jetzt stehst du da und stellst fest, das geht nicht. Ich habe dann aufgehört, habe am nächsten Tag weitergemacht und bin dann auf den Trichter gekommen, wo der Unterschied lag. Damals habe ich nämlich noch mit CMD sehr viel gearbeitet. Ne? Ich habe also dann hier meinen Projektordner, gehe ich nochmal rüber. Ich habe dann quasi hier in meinen Projektordner hier oben nicht WSL reingeschrieben, wie ich das gemacht habe jetzt gerade, um ein WSL-Terminal zu öffnen, sondern ich habe viel in CMD gemacht. Komme ich gleich nochmal drauf zurück. So, was ist jetzt der Schabernack der ganzen Geschichte? Das Ergebnis, was wir haben, das steht fest, Container startet ständig neu, Datenbank initiiert nicht mehr. Und obwohl die Struktur vorher funktionierte. Ne? Diesen Punkt hier habe ich auch erfüllt. Der wichtige Unterschied also nicht nur WSL, VS, Windows, CMD, sondern vor allem echtes Linux-Dateisystem VS NTFS Mount. So, da habe ich jetzt mal die Originalwerte, was offiziell ausgeschrieben steht, mal einfach reingeschrieben hier in diese Tabelle, damit ihr das mal kurz verinnerlichen könnt. Das ist jetzt also das Offizielle. Die Umgebung WSL im Verzeichnis Home, im Home-Verzeichnis abgelegt. Habe ich extern 4. Linux-Rechte sind vollständig. Postgres stabil. WSL-Terminal, MNT, also Mount. NTFS via Drive-File-System, teilweise emuliert, problematisch. Meine Erfahrung, problematisch heißt, läuft gar nicht. Kannst du vergessen. Diese mittlere Zeile kannst du komplett füllen. Das ist wertlos, die funktioniert nicht. Interessant ist diese Zeile. Interessant ist diese Zeile. Windows CMD plus Docker Desktop. Wir arbeiten mit Dateisystem NTFS. Linux-Rechte virtualisiert. PostgreSQL oft kritisch. Meine Erfahrung ist, läuft stabil. Ich habe es mit 2 anderen Apps noch ausprobiert, also 2 anderen Applikationen, unter anderem Paperless, und muss ich sagen, läuft problemlos. Und hier kommt dann auch noch mein Fazit. Also auch wenn PostgreSQL als virtualisiert und oft kritisch angesehen wird, stellt es die einzigste Lösung dar, eine PostgreSQL stabil ans Laufen zu bekommen. Das ist mein Fazit. Docker abstrahiert Container, aber nicht die Realität des Dateisystems darunter. Und das ist eigentlich der ganze Knackpunkt, um den es sich eigentlich genau dreht. Und genau hier scheitern viele Datenbank-Setups unter Windows. Gut, jetzt wirst du denken, jetzt hat er so viel gelabert, hat den ganzen Artikel rauf und runter gelesen, aber wie starte ich jetzt eigentlich meine Datenbank, dass sie läuft? Gehen wir jetzt schnell noch durch, damit ihr das auch gesehen habt. Gehen wir schnell nochmal rüber auf Rustdesk. Ich habe hier mein WSL-Terminal am Laufen. Das seht ihr auch hier. Hier ist mein Projektordner, ne? Das ist mein Image. Das steht auch hier oben im Pfadverzeichnis drin. Da habe ich meine Datenbank liegen, mein Image-Cache, das sind die Mediendateien drin, da ist mein Backup-Skript und die Docker Compose. Und hier habe ich vorhin WSL reingeschrieben, wo ich euch gesagt habe, das geht nicht. Schreibe ich jetzt einfach mal CMD rein, das heißt, ich bin in meinem Projektverzeichnis und habe hier einen Windows Command Line. Und damit ihr das auch seht, dass es funktioniert, könnt ihr jetzt einfach mal hier rechts im Bereich hier, wo jetzt die Maus ist, kurz im Auge behalten, wie die Container verschwinden und auch wieder auftauchen. Machen wir Docker Compose komplett runter. Also wir beenden komplett, die ganzen Container verschwinden hier jetzt auch aus der Liste, sind weg. Und wenn wir jetzt das Ganze wieder neu laden, ab D wirst du sehen, dass die Datenbank sauber hochfährt, initiiert, läuft und funktioniert. So, es ist jetzt auch hier ist wieder unsere ImageDB auch drin, die ganzen Container sind wieder da. Jetzt arbeitet der Container auch. Und die Datenbank ist da, sie ist running, standardmäßig grün, sie blinkt nicht. Und wenn ich hier auf meine Log-Datei gehe, einwandfrei,
keine Bugs, keine Fehler, das Ding läuft. Ich hoffe, das Video hat dir geholfen. Über einen Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen, wenn es dir gefallen hat. Ein Abo für den Kanal wäre riesig. Und wenn du die Glocke aktivierst, verpasst du auch kein weiteres Video mehr auf diesem Kanal. Dann Hinweis in einiger Sache. Ich wende natürlich hier meine private Freizeit, mein privates Equipment, meinen privaten Strom und sonstiges auf, um diese Videos für euch zu erstellen. Sollte dir meine Tätigkeit hier gefallen und meine Videos, würde ich mich über einen Beitrag sehr freuen. Du kannst diesen Kanal unterstützen. Spendenlinks findest du unten in der Videobeschreibung. Solltest du dennoch weitergehende Probleme haben, Hilfe benötigen, dann kannst du dich vertrauensvoll an die KSC wenden. Das ist ein weltweiter remoter Dienstleister. Verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Da wirst du geholfen für 25 € die Stunde, ohne Vertragsbindung, ohne Ecken, Haken und Ösen, ohne Abo, Auftrag gegen Rechnung und gut ist die Geschichte. Das soll es fürs heutige Video gewesen sein. Gehabt euch wohl und bis zum nächsten Video.